Du liebst deinen Balkon und du freust dich über jede Blüte. Du hast aber nicht jedes Jahr Lust, deine Balkonkästen neu zu bepflanzen. Dann bist du bei mir heute genau richtig. Denn es geht um Balkonkastenbepflanzung mit mehrjährigen Stauden. Ich habe hier unseren Tisch mal zweigeteilt. Auf der Seite, da siehst du die altbekannten, klassischen, blühenden Sommerpflanzen, die einjährig sind. Zum Beispiel die Geranien, die Petunien, die Lieschen oder hier die Kappmargerite. Hier auf der Seite, nicht minder üppig blühend, aber dazu auch noch insektenfreundlich, das sind meine Staudenkästen. Und was du dabei beachten musst, dass die auch über Jahre schön bleiben, dazu bekommst du von mir heute die notwendigen Tipps. Hier zum Beispiel die Kokadenblume, die Gaillardia grandiflora, die Gaurien, Gaura lindheimeri, Skabiosen, das schöne filigrane Schleierkraut, eine kleinbleibende Sorte von Katzenminze, Nepeta, Zwergform der Schafgarbe, Achillea und zwar keine Stauder, sondern im Grunde genommen Halbstrauch, aber wunderschön duftend der Lavendel, der zum Beispiel in der Sorte Hitkut super in den Kasten passt. Regel Nummer 1, ein möglichst großes Pflanzgefäß, denn die Pflanzen sollen ja mehrere Jahre da drin bleiben und sollen sich auch gut entwickeln können. Regel Nummer 2, wir brauchen eine gute Drainage, damit das Wasser gut ablaufen kann. Und Regel Nummer 3, wir brauchen ein sehr gutes, strukturstabiles Substrat, vielleicht sogar eine Trogbeeterde oder eine Kübelpflanzenerde, denn die bleibt über Jahre stabil. Und was sind überhaupt Stauden? Naja, das sind Pflanzen, die winterhart sind, also mehrjährig, und mit ihren unterirdischen Pflanzenteilen, also mit ihren Wurzeln, überleben. Die oberirdischen Pflanzenteile, die sterben ab. Also im Gegensatz zu den Gehölzen, die ja auch oben im Winter noch was haben. Wichtig ist bei der Pflanzenauswahl, sie sollten eher kompakt wachsen. Also wir brauchen im Kasten natürlich nicht Stauden, die 1 Meter hoch werden oder die 1 Meter im Durchmesser bekommen, sondern es sollten eher kompakt wachsende sein. Und so ein bisschen der Nachteil der Stauden ist, die haben natürlich nicht annähernd so eine lange Blütezeit wie zum Beispiel eine Geranie oder eine Petunie, die ja von Mai bis zum ersten Frost blüht. Dafür muss man halt geschickt kombinieren, damit ich im Kasten immer wieder, also von März bis zum Herbst, bis zum Winter, immer was Blühendes drin habe. Das erfordert so ein bisschen Kenntnis. Ja, was fällt hier bei der Zusammensetzung auf? Nicht alle blühen im Moment. Das sollte ja auch sein. Wir brauchen Frühblühende, im Sommer blühende und auch noch Herbstblühende. Zum Beispiel unsere Aster hier. Was fällt auch auf? Ich pflanze nicht so dicht. Also normalerweise wird man in so einen Kasten, wenn man Beet- und Balkonpflanzen setzt, vielleicht 6 oder 7 Pflanzen. Hier komme ich mit 5 aus und zum Teil auch ganz schwachwüchsige, weil die Pflanzen sollen sich auch noch entwickeln. Deswegen auch die Erde nicht zu sehr düngen, also eher eine magere Erde nehmen, damit die Pflanzen auch so ein bisschen besser kompakt bleiben. Ganz wichtig. So, jetzt könnten wir eigentlich mal einsetzen. Ich fange eher an mit einem Sedum. Das hat auch noch den Vorteil, dass es gut mit Trockenheit zurechtkommt. Sedum blüht im zeitigen Frühjahr. Dann kommt hier das spanische Gänseblümchen, Erigeron carvinskianus. Das blüht eigentlich ganz lange über den Sommer. Dann noch eine kleine Nelke, genau wie der Steppensalbei hat die den Vorteil, dass man sie nach der Blüte zurückschneiden kann. Die ist remontierend, sagt der Gärtner. Also die blüht noch ein zweites Mal. Der Steppensalbei ebenso. So. Das ist die Sorte Midnight Rose, also Salvia nemorosa Midnight Rose. Schöne Farbe, normalerweise ist er blau, hier ist er rosa, wie der Name ja auch schon sagt. Und echt eine wahnsinnig tolle Bienenweide. So, und zum Schluss noch ein Herbstblüher, nämlich eine Aster, die Sorte Anneke. Wie man sieht, ich habe natürlich Pflanzen kombiniert, die für die Sonne sind. Wenn man einen schattigen Standort hat, dann muss ich natürlich entsprechend Stauden für den Schatten auswählen. Aber da gibt es auch eine gute Auswahl. Ussa!
klemmt hier. Gut durchwurzelt, da kann man nicht meckern. Da ist sie. So ein bisschen anreißen ist nicht schlecht. Gerade wenn Sie so einen festen Wurzelballen haben hier. Und rein damit. Die wird so 35 cm hoch. Also 35 cm wären hier die größten Pflanzen, der Salbei auch. So. Kann man optisch noch ein bisschen Lava oben drauf geben, wenn man das möchte. Und auch die Feuchtigkeit ein bisschen besser noch am Boden. Das sieht vielleicht im Moment noch nicht so ganz spektakulär aus, wie zum Beispiel ein reiner Geranienkasten oder ein Kasten voller Petunien. Aber das Ganze wächst natürlich noch zusammen. Und der Vorteil ist natürlich, es ist jedes Jahr auch wieder schön, ohne dass ich viel dafür tun muss. Das ist ein Kasten vielleicht für die Leute, die das Gießen nicht so ganz gut im Auge haben. Der kommt nämlich gut mit Trockenheit klar, knalliger Sonne. Da ist eine kleine Nelke mit dabei, eine Schafgarbe. Hier Thymian, ganz, ganz fantastisch. Duftet auch schön, tolle Blüte im Sommer. Und hier ein Sonnenröschen, magere Erde, die kann man auch ruhig mal ein paar Tage nicht gießen. Und auch wenn das jetzt noch so ein bisschen zart aussieht, das wird natürlich den ganzen Kasten hier ausfüllen. Das sind ja auch 4 Pflanzen. Und nicht nur in der Sonne funktioniert Staude, nee, auch im Halbschatten und im Schatten. Zum Beispiel mit Heuchera, zum Beispiel mit verschiedenen Gräsern, mit Farnen, mit einer kleinen Anemone hier, mit Astilben, Campanula und da hinten eine kleinbleibende Funkie. Wer viel Wert auf nicht züchterisch behandelte heimische Wildstauden legt, der wird natürlich auch fündig. Es gibt eine Reihe zum Beispiel von NABU-zertifizierte Pflanzen, wie hier zum Beispiel Lein, Leim, Labkraut, Lichtnelke oder Johanniskraut. Die blühen zwar im Moment noch nicht so üppig, werden aber im Kasten mindestens genauso schön und sind ganz besonders insektenfreundlich. Und wer im zeitigen Frühjahr hier schon die ersten Blüten von zum Beispiel Wildtulpen oder wilden Narzissen drin haben möchte, der muss natürlich im Herbst schon aktiv werden und hier noch ein paar Zwiebeln mit dabei geben. Wichtig ist, das sind ja alles Stauden, sterben oberirdisch ab. Das bedeutet, im zeitigen Frühjahr und nicht schon im Herbst werden die bodennah alle zurückgeschnitten und treiben dann wieder durch. Wenn euch meine Tipps gefallen haben, dann gebt mir ein Like und ihr ahnt es schon, am besten ihr abonniert gleich meinen Kanal.